Herzlich willkommen zu unseren Videotutorials zu Blend Engineer. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um das intuitive Erstellen von P&IDs, Piping and Instrumentation Diagrams und der Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen in Word und Excel, sowie Tipps und Tricks für Ihre Arbeit in Blend Engineer. Mein Name ist René Martin und ich begleite Sie durch diese Tutorials. Wenn Sie in Visio bzw. in Blend Engineer arbeiten, dann werden Sie regelmäßig zoomen. Sie müssen entweder Details Ihrer Zeichnung lesen oder sehen können oder auch den Überblick über das ganze Zeichenblatt erhalten können. Dafür gibt es mehrere Werkzeuge, die Sie kennen sollten, wie Sie die Ansicht ändern können. Zum einen finden Sie in der Registerkarte Ansicht das Werkzeug Zoom. Damit können Sie den Zoom vergrößern, indem Sie hier eine Vergrößerung auswählen, und schon wird das Ganze reingezoomt und Sie sehen die Details besser. Das ganze Zeichenblatt sehen Sie wieder, indem Sie auf das zweite Symbol klicken, an Fenster anpassen. Dann wird das ganze Zeichenblatt angezeigt oder ein Symbol tiefer, die Zeichenblattbreite, dann wird es so reingezoomt, dass Sie von links nach rechts das Zeichenblatt sehen. Diese beiden Symbole finden Sie auch unten in der Statuszeile und mit einem Klick auf dieses Symbol können Sie auch schnell zur Zeichenblattansicht wechseln. Oder, wenn Sie einen Zoom eingeschaltet haben, können Sie auch die Tastenkombination verwenden, die Visio hier verrät, Umschalt-Steuerung W. W wie Windows zeigt das ganze Fenster, das heißt, wenn ich Umschalt-Steuerung W drücke, habe ich eben auch eine Übersicht über mein ganzes Fenster und das entspricht diesem Symbol hier oben bzw. hier unten in der Statuszeile. Apropos Statuszeile, dort finden Sie natürlich auch den Schieberegler, mit dem Sie bequem rein und rauszoomen können. Das ist sicherlich hinlänglich bekannt. Diese Werkzeuge, diese Zoom-Werkzeuge wurden von Blend Engineer in der Gruppe Zeichenwerkzeuge integriert und dort finden Sie einerseits auch nochmal das Zoom-Werkzeug, mit dem Sie eben rein oder rauszoomen können. Andererseits finden Sie dort auch die Möglichkeit rein oder raus zu zoomen als Symbol am rechten Rand. Für den Zoom gibt es auch Tastenkombinationen. Sicherlich kennen Sie die Tastenkombination, dass mit Steuerung und dem Mausrädchen der Zoom rein oder rausgefahren werden kann. Und Visio hat eine eigene Tastenkombination, nämlich Shift-Steuerung. Mit der Großschreibsteuerungstaste wechselt der Mauszeiger in ein Zoom-Werkzeug und jetzt können Sie ein Teil Ihrer Zeichnung markieren und genau dieser Teil wird dann hochgezoomt. Shift, Steuerung, also Umschaltsteuerung, Sie wählen einen Teil aus und dieser Teil wird hochgezoomt. Mit Shift, Steuerung und der rechten Maustaste verkleinern Sie den Zoom wieder, geht es in die andere Richtung. Shift, Steuerung, rechte Maustaste, Klick. Sie könnten auch Shift, Steuerung, linke Maustaste klicken oder rechte Maustaste. In diesem Zusammenhang ist ein anderes Werkzeug wichtig, nämlich wenn Sie Shift, Steuerung drücken und mit der rechten Maustaste ziehen, dann schaltet sich der Mauszeiger um in das Pan-Werkzeug und Sie können Ihre Zeichnung verschieben, dass Sie besser auf einer anderen Seite, an einer anderen Stelle sehen, was Sie dort gezeichnet haben. Also Shift-Steuerung, rechte Maustaste ziehen und Sie haben das bekannte Pan- oder Handwerkzeug. Des Weiteren, um den Überblick nicht zu verlieren, stellt Visio unter der Registerkarte Ansicht einen Aufgabenbereich zur Verfügung, nämlich den Aufgabenbereich Verschieben und Zoom. Damit wird einerseits die ganze Zeichnung dargestellt, andererseits auch der Bereich gekennzeichnet, der gerade rein oder rausgezoomt wurde. Diesen Bereich können Sie mit der Maus verschieben, diesen Bereich können Sie verkleinern, vergrößern oder am Rand größer ziehen, wie Sie möchten. Und Sie sehen nun in der Zeichnung genau den Teil, den Sie hier in diesem blauen Rahmen ausgewählt haben. Dieser Aufgabenbereich Ansicht, Aufgabenbereich Verschieben und Zoom ist sehr beliebt und wird von vielen Anwenderinnen und Anwendern benutzt, um den Überblick über Ihre Zeichnung nicht zu verlieren. Egal welche dieser Varianten Sie wählen, Sie werden in Visio bzw. Blend Engineer regelmäßig rein und rauszoomen und einige dieser Varianten, die wir Ihnen hier vorgestellt haben, sollten Sie kennen und natürlich verwenden.